Hi und willkommen bei Sarah's Music. Heute haben wir zur Unterhaltung YouTube, Fernsehen, Livestreams. Aber im 18. Jahrhundert hatten die was Besseres. Sie hatten Live-Harmoniemusik. Harmoniemusik wurde damals entweder im Freien oder als Tafelmusik gespielt. Heute spielen wir, die Bläser der Berliner Philharmoniker, ein modernes Harmoniemusikkonzert hier im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Es ist wunderschön, diese Stücke zu spielen. Warum macht es dir so viel Spaß, Harmoniemusik zu spielen? Du fühlst dich selber, wenn du das spielst, wie auf einem wunderbaren Fest mit Freunden zusammen. Und wir unterhalten uns mit den tollsten Melodien, die wir uns zuschmeißen können. Wo kam denn dieser Name her? Warum denkst du, dass die das Harmoniemusik genannt haben? Das ist ja ein französisches Wort, l'harmonie. Das waren die Bläser. Es kommt von den Klängen, die Harmonie ausmachen in einem Orchester. Also zuerst waren es natürlich auch reine Blechbläserensemble, die es gab, aber dann haben die Komponisten erkannt, dass durch die Holzbläserfarbe in Verbindung mit den Hörnern sie eigentlich die tollsten Sachen ausdrücken können. Ich finde es auch für das Orchesterspiel wiederum unglaublich, wenn man mit so einem Ensemble spielt, dieses Paarspielen, also mit dem ersten Klarinette und die zweite, das erste Horn und das zweite Horn, da hören wir uns so intensiv und können so fantastisch aufeinander reagieren. Das ist also immer ein tolles Gespräch. Ja. The oboe gets all the best tunes, I must say. Well, harmony music is obviously opera, so we are creating our own little opera production within just 8 or 9 players. And of course every opera has its leading lady, and yeah, I get to be the leading lady. Yeah, sorry about that. The oboe does get the most tunes and shares them out a bit with the clarinet, and then if you need a sort of a comic grandpa figure, guess who gets that? The bassoon. The bassoon. But I imagine harmony music is really tiring for you, for the oboes and the clarinets especially, because in an orchestra, you know, we have a few bars rest, but you play all the time. That's true. It is tiring. It's physically very tiring, but it's also very exciting because there's no conductor. The responsibility rests with me to lead everyone to breathe and show where we begin. Andreas, kannst du dir das vorstellen, diese schöne Musik, was wir spielen, wie das draußen klang? Naja, völlig trocken natürlich. Keine Akustik, kein Nachhall. Aber die Leute fanden das anscheinend gut. Ja, weil es natürlich die Leute unterhielt und es gab ja kein Radio, keine CDs und so, keine YouTubes. Ja, wie sollten die Leute Musik hören? Dann eben so ambulant auf der Straße oder irgendwie. Wie war das mit den Oboen von früher? Mussten die auch hier Röhre selber bauen? Na klar, die sahen ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip her ähnlich.
gemein. Ich weiß. So wie draußen im Freien. Das sind die typischen Töne, die jeder Klarinettist spielt am Anfang, weil er das Blatt noch mit dem Daumen halten muss und dann nur eine Hand zur Verfügung hat. Wie macht ihr das dann danach? Hier kommst du. Das hier, oder? Das ist das, wie es auch damals gemacht wurde, nämlich eine Schnur. Und dann wird es so drauf gebunden. Und heutzutage gibt es natürlich auch Klammern aus allen Materialien mit den Hightech. Aber du bist altmodisch und magst es so. Ja, ich finde nach wie vor, dass das die beste Art ist, weil man kann genau festlegen, an welcher Stelle welcher Zug drauf ist. Das kannst du mit einer Klammer nicht, da bist du festgelegt. Ja, du und Walter, ihr seid dauernd, Ja, wir das sind sieht man immer an die euch. letzten Dinosaurier, die das noch machen. So Fergus, what do you think? What is our role here in the harmony music? The horns are the glue and the mortar and the polish and the glance, and it gives the whole wind sound. It's incredible attractiveness. We are important. Stefan, ich stehe gegenüber von dir hier in unserem Oktett und ich sehe pure Freude, wenn du Harmoniemusik spielst. Das Wort Harmonie in der Harmoniemusik beflügelt mich natürlich etwas, obwohl es natürlich nichts mit der guten Laune zu tun hat in dem Sinne. Früher war Harmoniemusik was man draußen gespielt hat oder auf großen, so als Tafelmusik. Wie waren die Fagotte von früher? Unsere Instrumente sind lauter heute und es kostet uns unter Umständen mehr Kraft, uns ins Ensemble einzufügen. Jeder gibt genau das, was er dazu beizutragen hat und nicht mehr. Und das ist eigentlich das Problem, dass man nicht ständig zu viel spielt und quasi den Gesamtklang sprengt. Ich bin jetzt hier mit unserer Bassgruppe. Das ist Moore, eine zweite Fagott, aber auch Martin, der Kontrabass spielt. Martin, warum darf ein Kontrabass überhaupt mitspielen bei einem Bläserensemble? Na, natürlich, damit es noch schöner klingt, noch ein bisschen kräftiger und voller. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder in der Fagottlage spielen oder eine Oktave tiefer, wie den Kontrabass, oder zupfen. Oder einfach auch mal Pause machen. Auch schön und habe dadurch schon 4, 5 verschiedene Register. Also wie bei der Orgel ein bisschen. Ich spiele natürlich mit Martin nicht so fagottistisch, sondern eher wie ein Streichinstrument. Auch der Klang, wie ich den Klang produziere, wird breiter und nicht so direkt, sondern immer durch die Länge, wie der Bogen ein bisschen. Und umgekehrt gilt es für mich auch. Ich kann nicht so spielen wie mit einem Streichquartett. Muss ein bisschen versuchen, bläserhaft zu spielen. Also wir versuchen, mit uns. ich muss atmen. Oh, ich bin der Einzige, der während des Spielens auch sprechen kann. Aber ich muss mit dem Bogen atmen quasi. Und muss versuchen, mit dem Bogen quasi eure Lungen irgendwie zu imitieren. Woher kamen die Stücke, die gespielt haben? Ja, vieles war vor den einzelnen Bläsersolisten, also sogar den ersten Bläsern, Oboen zum Teil, die haben das selber arrangiert. Und weißt du, wo die das natürlich hergenommen haben? Die haben das von den ganz großen Komponisten geklaut. Die haben das geklaut. Nicht? Und dann gibt es natürlich diesen berühmten Brief von Mozart an seinen Vater, wo er schreibt bei der Entführung aus dem Sarai, bevor er sie dem Publikum öffentlich machen will, ich muss aber noch schnell eine Harmonie schreiben, bevor mir das jemand anders klaut. Also davon wissen wir. Dass jemand anderes das klaut, sondern dass jemand anderes auch das Geld dafür kriegt. So ist es, genau so ist es. Aber nicht so eine ganze Oper wurde arrangiert, sondern nur so die Highlights. Ja. Und vielleicht wurde das gespielt für so arme Leute, die vielleicht sich das nicht leisten konnten, in die Oper zu gehen. Haben die die Oper so kennengelernt? Die haben sie auf der Straße zum ersten Mal gehört. Es war gang und gäbe eigentlich für die damalige Bevölkerung, Musik zu hören, der großen Komponisten, nur durch die Harmoniemusik, die eben nach draußen gekommen ist. Das Konzert geht gleich los. Ich freue mich, Harmoniemusik mit meinen wunderbaren Kollegen zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Martin, du bist der Einzige bei uns, der nicht mit der Luft spielen muss. Und Ja. bei uns in der Sendung, immer am Schluss, muss irgendeiner ins Horn pusten. Du willst du nicht einfach probieren, solidarisch? Ich habe jetzt irgendwie gefürchtet, dass diese Frage kommt. Super! Kann ich überhaupt Nein sagen? Nein. Nein. Na, also. Today's Horn Challenge, Okay. Martin Heinze. Okay, was muss ich machen? Also Einfach so. Pusten bringt nichts. Ja, genau so. Naja, also. Achtung. Oh, Should we hire him for tonight?